Die besten Frauenparfüms ever möchte ich euch heute vorstellen. Da sind richtig sexy, sinnliche, anschmiegsame Düfte dabei. Also bleibt dran, richtig geniale Teile. Für mich natürlich. Gleich vorweg, ich muss erwähnen, Parfüm für Damen, da bin ich nicht ganz so drin. Deswegen nehmt mir das jetzt nicht so böse. Ich bin Unisex und Männer. Aber weil ich paar Leute, paar Damen, die mir geschrieben haben, ob ich auch mal paar Damendüfte zeigen möchte. Ja, zeige ich euch gleich die besten der besten. Es kann sein, dass ich ein, zwei vergessen habe, aber die sind mir gleich ins Auge geflogen, ne? Und die möchte ich euch dann unter, die Augen führen. Unter die Nase geht ja nicht. Ihr kennt, aber falls ihr sie kennt, dann könnt ihr euch selber zu Hause natürlich die Nase, Puder wollte ich schon sagen, nein, unter die Nase führen. Ja, mein Name ist Dennis und wir gehen gleich mal rein. Wir machen das querbeet und wir fangen mal mit den ersten an und das ist der Shalimar für die Dame logischerweise. Viele Männer tragen diesen Duft, ja, weil Männer eben Vanille mögen. Nicht alle Frauen mögen Vanille, das verstehen Männer nicht so ganz. Aber die Frauen, die diesen Duft lieben, wissen, was sie lieben, weil das ist genial, das ist verführerisch, die beste Vanille, die es gibt. Als Eau de Parfüm habt ihr noch was Animalisches. Viele sagen omahaft. Mag ja vielleicht ein bisschen sein, aber das passt. Das riecht einfach nach früheren Luxus. Absolut genial, anschmiegsam und so weiter. Einer der besten, wenn nicht sogar, nein, nicht einer der besten. Ich sag ja auch, ich habe den ja schon öfters in meinen anderen Videos vorgeschlagen. Schaut also gern auch dort vorbei. Auch die Damen bitte. Folgt mir auch gern, natürlich nicht vergessen. Und da kann ich nur sagen, von allerfeinsten, wirklich von allerfeinsten, die beste oder der beste Vanilleduft. Und dann dieses animalische, das ist sehr lecker. So, dann kommen wir zu den nächsten. Ich muss dann auch ab und zu mal gucken, weil, wie gesagt, ich bin da nicht ganz so drin. Ich kenne die, aber mit den Inhaltsstoffen, deswegen werde ich nebenbei hier mal ein bisschen gucken. Das ist ja auch nicht ganz so schlimm. Und das ist der Dana Bianca, ja, von Casa Moratti. Und das ist ein Duft, der eine schöne Süße hat, eine Würzigkeit hat. Der Flakon ist nicht schlecht. Ich weiß nicht natürlich, ob diese Düfte jetzt verändert worden sind schon und so weiter und so fort bei den Damendüften, ob die reformuliert worden sind, das weiß ich nicht. Aber hier haben wir einen richtig schön süßlichen, ich würde schon sagen, es war fürs ganze Jahr geeignet, würden viele jetzt vielleicht sagen, nein, doch, der ist schwer, der ist präsent, der ist stark, gute Haltbarkeit, aber er ist fürs ganze Jahr schon geeignet. Aber die Vanille, die da drin ist, dann dieses für mich cremig würzige, macht es doch schon aus. Ich gucke mal hier, ob ich das schnell finde. Auf jeden Fall ein sehr weiblicher Duft, muss man sagen. Und wir gucken mal ganz kurz rein. Wir haben Limette, ja, auch da drin. Wir haben Schwertlilie. Das ist so auch blumig. Flieder ist da drin. Jasmin. Also es ist Maiglöckchen. Es ist ein, ich rieche aber mehr diese Vanille, die dann kommt und das Sandelholz. Aber wir haben was Fruchtiges, Frisches, in Anführungsstrichen frisch, Blumiges. Das ist der Duft und der ist schon sehr, sehr schick, muss ich sagen. So, dann kommen wir zu einem Duft und das ist dieses Teil. Und dieses Teil erinnert mich ja so ein bisschen an früher. Ich weiß nicht an was. Es ist eine Holzigkeit da drin, eine frische Holzigkeit, ich gucke auch mal da rein, da drin ist eine süße Holzigkeit, die richtig Frisches beinhaltet, aber auch Cremiges. Und das ist der Yang Yang und der Pfeffer. Pfeffer merke ich da nicht so viel, aber auch hier wieder Maiglöckchen. Und das ist dieses Cremige. Ich finde so, dass Maiglöckchen immer richtig schön sind. Vanille ist auch drin, klar. Das ist ja Samba, Orangenblüte. Ja, Orangenblüte und die schöne Maiglöckchen. Ein holziger Abgang, aber ich habe sehr viel Holzigkeit und dann das Cremige durch das Maiglöckchen und die Orangenblüte. Ein richtig schöner Duft. Also Damen, ihr solltet, wenn ihr den noch nicht kennt, auf jeden Fall mal zuschlagen. Das ist ein gutes Teil und es hält auch gut und eine gute Ausstrahlung. Viele Damendüfte strahlen schon so eigentlich gut aus. Ja. So, dann kommen wir zu den Lieblingsduften meiner Frau. Chanel Nummer 5, aber Eau Premiere. Nicht das normale, sondern das Eau Premiere. Hat sie auch noch in der Vintage-Version.
Ja, da haben wir so ähnlich wie beim Shalimar nicht zu vergleichen hier. Ich rede jetzt nicht von der Vanillebombe, aber wir haben was Blumiges hier und Oldschoolhaftes ist hier schon mit drin, aber der ist eben besser meiner Meinung nach als das Original Nummer 5. Ja, muss erwähnt werden. Und das Schöne ist, dass der Eau Première eben nicht jede Dame trägt. Das ist auch so ein Punkt. Und ja, sehr blumig, oldschoolhaft. Auch hier Luxus wieder. Chanel macht das natürlich. Chanel ist auch macht sehr gute Damendüfte, muss man schon sagen. Und Eau Première, also wer das Nummer 5 kennt und immer nicht sich irgendwo rantrauen möchte, geht mal wieder an das Eau Première. Für mich, es gibt ja viele, glaube ich, gibt es nicht viele Ableger von Nummer 5, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich bin bei Damendüften nicht so, aber das Eau Première ist ein blumiger Oldschool-Duft, aber dadurch auch frisch und die schöne Nummer 5 DNA, die mitschwingt trotzdem, also nicht, keine Angst kriegen, die noch nicht kennen, schon sehr genial. So, dann kommen wir zu, auch hier sage ich das Guerlain, wie ich immer so schön sage, Insolence, das Eau de Parfum und ich finde den Duft ja, ich finde den so genial. Es ist ein pudriger, frischer, aber frisch pudrig, minimal pudrig im Hintergrund. Auch hier floraler Duft, der eine leichte Fruchtigkeit beinhaltet. Und Guerlain macht das einfach immer wieder gut. Und auch hier bombastische Haltbarkeit, alles gut. Also wer was Florales, leicht Fruchtiges, frisch Pudriges haben will in meiner Nase, ist auch immer so, wie ich das wahrnehme, der soll den Insolence mal von Guerlain nehmen. Also ein schönes Teil, richtig schönes Teil. Ja, genial. Also das ist auch top. So, und dann kommen wir zu einem Duft, das ist mein Lieblingsduft, den benutze auch nur ich, meine Frau macht ihn nicht. Also ich muss den ab und zu mal hier in Luft sprühen, unterwegs bin ich selten mit denen, aber ich muss ihn haben und ich liebe ihn seitdem er rausgekommen ist. Früher hätte ich ihm eine 10.0 gegeben auf Parfumo. Jetzt kriegt er eine 9,5. Auch wenn er anders ist, viel anders ist, schon, muss man schon sagen, das, was ich noch im Kopf habe. Aber der Mugler Angel und das Eau de Parfum, ich weiß nicht warum, ich feiere diesen Duft, seitdem er raus ist. Ich feiere auch Mugler. Ich habe die ganzen diese ganzen Amen für den Mann habe ich alle. Mugler hat so eine DNA, die feier ich. Rest in Peace, Terry Mugler. Und aber das ist hier das Ding. Das ist die Nummer 1. Das war sein Duft. Und er bleibt es. Natürlich erkennt man die DNA, Zuckerwatte, Patchouli natürlich, Mugler und Patchouli. Vielleicht für viele allgemein jetzt zu viel Patchouli. Früher war das noch ein bisschen mehr Kakao, mehr Zuckerwatte. Das ist das, was auch ein bisschen fehlt. Aber schöner bei Mugler kann man das schön nachfüllen. Das ist ein geiles Teil. Aber Leute, immer das Eau de Parfum. Das Eau de Toilette ist auch cool, aber holt euch, oder liebe Damen, holt euch das Eau de Parfum. Und kommt nicht, oh, das ist alt und ich kann das nicht mehr riechen. Mann, das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. Der Angel Eau de Parfum muss rein in die Sammlung. So, zum Schluss habe ich einen Duft für euch, der ist leider eingestellt, aber ich möchte ihn trotzdem mal zeigen. Meine Frau mag auch den nicht. Die macht eben den Chanel am liebsten und den Herrschaften hier und natürlich den Dana Bianca. Aber Marc Jacobs mit Dekadenz ist die Pflaume, denn die Iriswurzel, dieses cremige, pudrige und dann diese Pflaumennote. Für mich ist eigentlich auch ein bisschen Ananas mit dem Spiel, ist aber glaube ich nicht gelistet. Vanille. Der Name ist einfach Fakt, Punkt hier. Da seid ihr die Geilste, die Beste. Und ob das natürlich sein muss, das hätte auch Ed Hardy sein können früher oder whatever. Ja, aber es ist Marc Jacobs, ne? Aber der Duft, wow. Leider eingestellt. Ich weiß nicht, warum er den eingestellt hat. Für mich der heilige Gral. Also die beiden, für mich, bombastisch. Mal zusammen übereinander legen vielleicht. Das wäre doch was. Oder machen wir mal. Oder machen wir das mal? Wir sprühen mal. Oh. Ja, das hat auch was, aber man riecht den am meisten. Obwohl der ist stark. Es hat aber was doch jetzt langsam. Also Leute, Damen, wenn ihr die beiden habt, macht das mal. Layert die beiden mal. Aber dann habt ihr, denkt ihr da raus, die sind beide sehr stark. Bombastisch. Oh, ist geil. Geil. Also, das leider eingestellt, aber wenn ihr den noch habt, aber ich wollte euch meine Top
Düfte, Damenparfüms ever vorstellen. Sehr nice. Ja, das war's dann. Lasst ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da, folgt meinem Kanal, das würde mich freuen. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und an euch alle und an die Damen, dass ihr da seid. Das waren jetzt mal Damendüfte und dann auch gleich die besten. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mal, lasst mal gerne einen Kommentar da. Und da würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.